Du hast bestimmt auf dieses Video geklickt, weil du unter Rückenschmerzen leidest, richtig? Da gebe ich dir jetzt genau die passenden Liebschau-Prachtübungen an die Hand, um dir selbst gegen deine Schmerzen zu helfen. Egal wo genau im Rücken deine Blockade sitzt, ob Nacken, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule bis runter zum Gesäß, wir werden deine Schmerzen angehen. Ich habe den René dabei, er wird die Übung ausführen, ich lade sie an und du machst direkt mit, weil wir machen sie in Mitmachlänge. Die erste Übung, die ist vor allen Dingen gegen Schmerzen im unteren Rücken und macht den Hüftbeuger lang, der dann wieder dafür sorgt, wenn er zu kurz ist, dass hinten im Gesäß Probleme entstehen, mit dem ISG und so weiter. Ja, also, geh bitte auf alle Viere, wie René das gerade schon macht. Und dann fängst du damit an, dass du den Rücken rundest. Komm mal hier höher, mach mal rund. Genau, so rund wie es geht. Mach du auch gleich mit, so rund wie es geht. Ist ein Katzenbuckel, ne? Ja, Katzenbuckel, aber mit Betonung auf die Lendenwirbelsäule. Nicht so sehr hier oben, eher da unten. Ah, okay. Und jetzt gehst du nach vorne und lässt das Becken zunehmend durchhängen, bleibst aber in dieser Rundung drin. Und es ist nicht so einfach. Ja? Du musst hier versuchen, die Rundung zu halten. Arme sind voll gestreckt. Und gehst mit den Leisten voran nach unten. Ein Trick ist, dass du den Bauchnabel zurückziehst. Dann wird es hier runter und du gehst nicht so ins Hohlkreuz und nur die Leisten gehen vor. Ja, lass dich ruhig durchhängen. Aber irgendwann geht nicht mehr anders, ne? Ja, zum Schluss, irgendwann wird es ja ein bisschen überstreckt werden. Aber wenn wir die Betonung, die Konzentration auf die Leisten haben, dann ist es viel, viel besser. Ja? So, und das zieht jetzt vorne im Bauch, das zieht in den Leisten, das zieht vielleicht in den Rücken rein. Das ist gut, wenn es in den Rücken zieht, weil dann weißt du, du bist an einem Strang, an dem du ziehst, der mit deinen Rückenschmerzen etwas zu tun hat. So ist unsere Erfahrung. Ja? Du lässt dich durchhängen. Wenn dir das zu schwer ist, dann leg dich mit den Unterarmen auf eine Couch. Dann brauchst du nicht so zu halten. Aber probier es mal, weil das macht ja auch kräftig und kräftig immer mit dem Schultergürtel und auch die Arme. Ist ja auch ein Training. Ja? So, du lässt das schön halten, also du lässt es schön sinken, hältst dich. Mir spannt es am Bauch. Ja, das ist gut. Ganz heftig. Du bist zwar ziemlich drin, also wenn du längst nicht so weit wie der René jetzt durchhängst, mach dir keine Sorgen. Wir machen keinen Wettdehnen, sondern jeder macht sich ein bisschen länger und mit jedem Millimeter, den du diese Muskeln und Faszien länger machst, fühlst du dich schon wohler. Ja? Jetzt haben wir die Zeit soweit schon mal ganz gut rum. Jetzt drückst du bitte mit beiden Knien, unser Krafttraining jetzt, so fest wie möglich gegen den Boden. Drück richtig fest dagegen und du machst mit. Drück fest gegen den Boden, dann spannt es vorne im Bauch, das spannt vorne der Leiste. Lass wieder locker und geh mit den Leisten noch ein bisschen weiter runter, beziehungsweise du könntest es probieren, mal die Schultern ein bisschen nach unten zu ziehen. Nee, Arme bleiben gestreckt okay. Und dann hebst du dich nämlich höher raus, aber das ist schon ein bisschen fortgeschritten, das musst du nicht mitmachen unbedingt, ja? Und jetzt nochmal, du drückst nochmal mit beiden Knien richtig fest gegen den Boden. Damit strecke ich automatisch meine Knie, meine Beine durch. Das ist okay, das ist okay. Und dieses Anspannen machen wir, damit die Dehnung intensiver noch wird und damit auch Kraft in diese Winkel reinkommt. Dann kann die Wirbelsäule viel besser angesteuert werden. Und lass wieder locker. Und geh noch ein bisschen tiefer, aber die Ellbogen bleiben gestreckt. Ja. René will immer ein bisschen beugen. Bleib ganz gestreckt mit den Ellbogen. Ich schummel. Und jetzt, Achtung, jetzt lass dich mal langsam runter. Ja, lass dich runter, immer mehr. Jetzt beugst du. Aber hältst dich ab dem Zeitpunkt, wo es geht. Zieh die Hände vom Boden weg und halte dich nochmal. Und halte dich und dann entspann dich. Und jetzt schau mal, René, andersrum. Aber die gleiche Übung, aber auf dem Rückenretter. Übrigens, wenn du den Rückenretter nicht hast, stapel ein paar Bücher so hoch, bis du in der Höhe bist, dass du in der Position einen deutlichen Zug im Bauch und in den Leisten verspürst. Vielleicht sogar in den Rücken rein, dann liegst du genau richtig. Das Tolle am Rückenretter, du kannst es abends machen zum Entspannen, zum Ausruhen und hast von der Dehnung her genau das gleiche wie bei der Übung eben. Die nächste Übung hat einen doppelten Effekt. Für die linke Seite trainiert René jetzt für sein Gesäß, dass es schön geschmeidig wird. Also Iliosakralgelenk, Ischias, das alles wird befreit. Vorne den 90-Grad-Winkel beachten. Die rechte Seite, da ist René etwas verkürzstellig fest, weil du musst mit deinem rechten Bein, wenn du jetzt gleich in Position gehst, ja, dein rechtes Bein versuche
ganz weit nach hinten zu bringen und dann sogar den Fußrücken aufzulegen. Da ist René weit von weg, aber genug Übung wird es schon bringen, dass es immer besser wird. Und das Gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Jetzt geh mal in diese Position. Schauen wir uns doch das Elend mal an. Du musst runter bleiben, du musst unten bleiben. Ja? Das linke Gesäß bleibt am Boden. Ja. Und wenn du merkst, du hast hier vorne ein Problem mit dem 90-Grad-Winkel, dann darfst du ruhig erstmal ein bisschen den Winkel flacher machen. Dann ist es ein bisschen einfacher, da reinzugehen. Aber wir bleiben mal in der Position, die du eigentlich anstrebst, weil da hast du die besten Effekte fürs Gesäß. Ja? Und das andere Bein versuchst du weitestmöglich, ich helfe gerade mal ein bisschen, weitestmöglich nach hinten zu bringen. Das heißt, du versuchst mit dem rechten Hüftstachel zur linken Ferse zu kommen und insgesamt, René, geh mal höher. Oh Gott, Drück dich mal höher. Ja, jetzt wird es anstrengend, weil jetzt sperrt der Hüftbeuger. Der ist beim René deutlich zu kurz. Gell? Wo ist der und da denn, zieht dieser er jetzt dran. Hüftbeuger? Der geht von der Innenseite über die Leiste nach innen an die Lendenwirbelsäule und ans Darmbein. Der vielgerühmte Hüftbeuger, der so viel mit den Rückenschmerzen zu tun hat. Ja? Also du bist links mit dem Gesäß, bist du ganz gut gedehnt, musst du gleich mal ab bei dir zu Hause. Rechts für den Hüftbeuger, da musst du ordentlich was tun, damit es besser wird. Und jetzt machen wir noch unser Krafttraining. Du drückst jetzt den linken Fuß nach unten in die Matte und das rechte Knie nach unten gegen die Matte. Mal konzentrieren. Linker Fuß, rechtes Knie. Locker lassen und weiter reingehen in die Dehnung. Versuch die Hüfte noch zu drehen. Oh, da geht nicht ja, mehr viel aber bei mach mir. nicht zu doll. Mach so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Ja? Und nochmal, der linke Fuß drückt in die Matte und das rechte Knie drückt gegen die Matte. Da kannst du ruhig richtig Krafttraining machen. Ja? Also gib alles, was du hast. Und wieder locker lassen. Und jetzt versuchen wir noch ein bisschen weiter darum zu kommen. Weiter runter noch? Ja, also weiter. Guck mal, so als wolltest du so reindrehen. Oh Gott. Ja, du merkst, das ist gleich, musst du auch vorsichtig machen, ja? Okay. Und langsam wieder raus. Beweg dich langsam, weil das ist nicht ohne. Okay, dann hol dein Bein wieder bei. Und jetzt gehen wir direkt auf die andere Seite. Bleib direkt hier, leg dein rechtes Bein bitte jetzt hier vorne hin. So. Und jetzt 90 Grad ins rechte Bein. Jawohl, mach gleich mit zu Hause. Und das linke Bein will jetzt nach hinten. Viel weiter, viel weiter. Noch weiter? Ähnliche Probleme, gell? Oh Wie auf der anderen Seite. Okay, und probiere möglichst hoch zu kommen. Jawohl. Aber das Gesäß bleibt unten. Das rechte Gesäß muss auf der Matte bleiben. Da klemmt irgendwas. Ja, da klemmen zu kurze Muskeln und Faszien, aber das ist fast normal. Wenn es bei dir zu Hause auch klemmt, wir entklemmen das sowieso. Jedes Mal, wenn du es wiederholst, entklemmt sich es immer mehr. Ja? Und versuch schön gerade mit dem Körper zu sein und erstmal das Gewebe ein bisschen warten lassen, also ein bisschen arbeiten lassen, ein bisschen nachgeben lassen. Schön atmen. Ist die Seite denn besser wie die andere? Nicht wirklich, ne? Wie soll ich's höflich formulieren? Sag gar nichts. Also auch hier hast du rechts eigentlich, das sieht ganz gut aus. Aber für die linke Seite, du kannst sehen beim René, das Bein müsste eigentlich so nach hinten gehen können. Dann hätte er im Hüftbeuger genug Weg, genug Platz, um das zu machen. Der ist nicht da. Obwohl du kannst hier, die Seite ist ein bisschen einfacher, sehe ich, weil du kommst hier mit dem Fußrücken auf. Aber ich bescheiß hier auch wieder, Roland. Ich mache hier auch weniger Das Winkel. darfst du natürlich nicht machen. Ah, ja, ich habe beschissen. Ich habe das gemerkt. Okay. Noch ein bisschen warten. Konzentrier dich drauf. Und jetzt kommt unser Krafttraining. Rechter Fuß drückt gegen den Boden. Mach mit zu Hause. Rechter Fuß drückt in den Boden rein. Richtig fest drücken. Das linke Knie drückt in den Boden rein. Richtig fest. So fest wie es geht. Nur so, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Ja, also nicht übertreiben, dass es zu schmerzhaft ist. Und wieder locker lassen. Dann versuch mal jetzt hier ein bisschen gerade zu kommen. Jawohl, versuch mit der linken Leiste noch mehr zur rechten Ferse zu kommen. Was jetzt? Gerade oder Ferse? Beides, beides. Und nochmal, rechter Fuß drückt gegen den Boden, linker Fuß drückt gegen den Boden. Bleib so, bleib so, bleib so. Jawohl. Locker lassen wieder und ein bisschen gerader kommen. Ja. Ich unterstütze das mal, drück dich hier noch ein bisschen rein, dass du genau danke. merkst, wo es dehnen muss. Das merke ich.
Okay. Und langsam wieder raus aus der Übung. Zieh dein linkes Bein wieder vor und normalisiere das Ganze. Übrigens, das ist ganz typisch. Wenn dir das genauso geht, ist überhaupt nicht schlimm. Bei der nächsten Übung, die wir jetzt machen, geht es darum, die Spannung aus dem unteren Rücken hinten rauszuholen. Also die reaktiven Spannungen, nicht vorne vom Hüftbeuger, sondern hinten die vom Gesäßmuskel und von den tiefen Rückenstreckern, wo die Masseure immer sagen, boah, da ist ja alles total verkrampft. Das wollen wir rausholen und wir wollen den Nacken frei machen. Und dafür setzt du dich so hin, wie René jetzt sitzt, die Knie in einen 90-Grad-Winkel. Und jetzt lass mal die Knie nach außen fallen, René. So? Ja, und die Fußsohlen aneinander und greif mal nach vorne. Und so wollen wir uns jetzt nach vorne ziehen. Es kann sein, dass du nur bis hierhin kommst. Kein Spaß jetzt, ja. Es gibt Menschen, die sind so verkürzt hinten im Rücken, die kommen maximal bis hier und kommen gar nicht an ihre Füße dran. Und in dem Moment ist es super gut, wenn du ein Handtuch nimmst oder eine Schlaufe und dann kannst du eigentlich genau da, wo du bist, anfangen und kannst dich im Laufe von Tagen und Wochen immer weiter nach vorne arbeiten, bis du irgendwann vorgreifen kannst. Und wir versuchen bei dieser Übung immer weiter nach vorne zu gehen, weil dann kommen wir noch tiefer an die tiefsten Rückenstrecker dran. Und da kannst du dann, wenn du sehr eingeschränkt bist, wirklich da hinten schon anfangen und kannst dich immer weiter nach vorne arbeiten, bis du irgendwann hier vorne bist. Ja? Aber bei René ging es jetzt. Geh noch ein bisschen zurück, greif vorne an die Füße. Kannst du noch ein bisschen weiter vor mit den Füßen? Ja. Dann versuch mal. Okay, und jetzt spürst du ja die Spannung hier, die soll rausgeholt werden und wir wollen die Spannung hier oben rausholen. Deswegen nimmst du jetzt eine Hand, die rechte, die hält die Füße und mit der linken wechselst du an den oberen Hinterkopf und ziehst jetzt gleichzeitig hier den Kopf nach unten und dann kannst du wunderbar einstellen mit der rechten Hand, mit dem rechten Arm, ziehst du den Rumpf nach vorne, kannst hier genau einstellen und mit der linken Hand kannst du hier genau einstellen, wie die Dehnung ist. Und das mach bitte jetzt auch. Gehen wir in die Position und jetzt warten wir erst und atmen uns rein. René auch und immer ein bisschen tiefer ziehen. Was ist mit meinem Kinn, Roland? Auf was muss ich da achten? Auf gar nichts. Zieh einfach den Kopf so weit nach unten, wie es geht. Alles gut. Und zieh dich mit dem rechten Arm immer weiter nach vorne. Ja, ist ein bisschen anspruchsvoll. Eine Hand macht das eine, andere Hand macht das andere. Und wieso hast du meine Füße nach vorne getan? Ja. Je weiter die Füße nach vorne gehen, desto besser kommst du hier an die tiefsten Rückenstrecker dran. Ah. Und jetzt ist die Zeit fürs Krafttraining. Das heißt, zwei Kräfte. Die eine Kraft, du versuchst, René, mit deinem Rücken zurückzukommen, mit deinem Rumpf zurückzukommen, hältst dich aber mit dem rechten Arm fest. Okay. Und die zweite Kraft, du versuchst mit dem Kopf nach oben zu kommen, hältst dich aber mit dem linken Arm fest. Okay. Lässt wieder locker, ziehst dich weiter nach vorne. Du machst mit bitte zu Hause, ja? Zieh dich weiter nach vorne und wenn du merkst, jetzt könntest du ein bisschen weiter die Füße nach vorne nehmen, dann läufst du auf dem Gesäß zurück. Lauf mal auf dem Gesäß, ja genau, links, rechts, immer ein bisschen weiter zurück. Oh, das wird schwierig jetzt. Dann kannst du das super gut einstellen, aber du merkst dann gleich wieder mehr Dehnung. Kann ich wieder ein bisschen vor? Das war mir zu weit. Wenn es jetzt zu weit war, geh einfach wieder ein bisschen vor, aber versuch nicht zu viel zu schwingen, ja, weil Bewegung in der hohen Anspannung bei spröden Faszien, weil die vielleicht Monate ist viel zu kurz, Jahre und Jahrzehnte lang, bleib unten, Jahre und Jahrzehnte lang gar nicht mehr trainiert sind, keine Bewegung reinbringen groß. Nur ganz sanft ein bisschen laufen, ja. Okay, und nochmal, der Rumpf will nach hinten, du spannst bitte auch zu Hause an, Rumpf will nach hinten, Kopf will nach oben, aber keinen Millimeter Weg freilassen sozusagen, ja? Genauso bleiben, beim Anspannen immer unbewegt bleiben, dass es ein isometrisches Anspannen gibt. Was heißt wieder das? Locker lassen. Isometrisch. Isometrisch heißt Kraft ohne Bewegung. Oh. Ganz kurz übersetzt, ja? Und jetzt steigerst du nochmal. Und zum Schluss, René, lässt die linke Hand los, aber der Kopf bleibt da, wo er ist. Und die rechte Hand lässt los, bleibt da, wo sie ist.
Zieh die Arme nach vorne. Und jetzt ziehst du mit eigener Kraft den Rumpf nach vorne. Mach auch mit zu Hause bitte. Mit eigener Kraft den Rumpf nach vorne ziehen, den Kopf nach unten ziehen. Und mehr, Kopf nach unten, Kopf, noch mehr nach unten, noch mehr. Und entspannen, sehr gut gemacht. Die nächste Übung ist speziell für das Wohlergehen deiner Brustwirbelsäule. Also genau dieser Bereich hier. René, du liegst auf dem Bauch und jetzt machst du bitte Folgendes. Du drückst dich jetzt mit den Unterarmen so weit vom Boden hoch, dass du nur hier oben abhebst. Und das nur oben abheben, das kannst du auch zu Hause praktisch so herstellen, dass du immer mit dem Rippenbogen, das ist hier dieser Bereich, auf der Matte bleibst. Ja? Also, nee, geh nochmal runter. Geh mal nur so hoch, dass du wirklich mit dem Rippenbogen noch voll die Matte berührst. Und fühl das mal rein. Du machst zu Hause bitte gleich mit. Mitmachlänge. Bis da maximal. Bis da maximal. Okay. Dann bleibst du jetzt genau hier. Bleib genau hier und versuche immer wieder noch ein Stückchen höher zu kommen, ohne dass der Rippenbogen abhebt. Das ist jetzt die Übung, ja? Immer wieder versuchen. Gibt es noch was, auf das ich achten muss? Ja, du könntest den Kopf ein bisschen weiter so halten, dann ist da ist die Übung noch besser für die Halswirbelsäule, weil du dann nicht so sehr überstreckst. Ja? Praktisch die Halswirbelsäule so zurücknehmen, anstatt den Kopf so weit zu überstrecken. Ja? Weil dann ist die Konzentration noch mehr hier in diesem Bereich automatisch. Weißt du, wo es mir zieht? Erzähl. Auch in den Lenden. Ist es normal? Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Ja? Da ist immer die Regel, egal wo es zieht, Hauptsache es zieht. Ja? Ich versuche weiter hoch, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Genau, dann bleibst du genau, das ist genau die richtige Übung, da bleibst du da dran. Ja, und jetzt machen wir Folgendes, jetzt machen wir auch hier unser Krafttraining. Hör erst zu und dann führ's aus. Du versuchst jetzt mit der Kraft des Rumpfes deine Unterarme fester gegen den Boden zu drücken, ohne dass es zu einer Bewegung kommt. Ja, sieht gut aus. Von der Optik sieht es gut aus. Dann lass locker und komm weiter hoch. Und du merkst, jetzt könnte es ein Stückchen höher gehen. Ja. Achte wieder darauf, dass das Kinn schön hinten bleibt. Bleib tief, dass du mit dem Rippenbogen noch den Kontakt hältst. Und jetzt nochmal. Versuch mit deiner Rumpfmuskulatur deine Arme fester gegen den Boden zu drücken, ohne dass der Rumpf runtergeht. Ja? René zittert ein bisschen, das ist gut, er strengt sich voll an. Ich hoffe, du auch zu Hause. Ja? Und entspanne wieder und geh gleich noch ein bisschen höher. Aber lass den Rippenbogen am Boden. Und nimm das Kinn nach hinten. Die Übung ist anspruchsvoll, aber sehr, sehr hochwertig. Okay, und jetzt gehst du runter und ab dem Moment, wo du die Arme hochheben kannst, hebst du sie hoch. Kann ich jetzt schon. Kannst du jetzt schon? Dann heb, aber lass den Rippenbogen unten. Oh, wie anstrengend, Roland. Oh, wie anstrengend. Halsmoment aus, Halsmoment aus, zu Hause auch. Komm, halt du auch aus. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. 3, 2, 1, Entspannung. Okay, super gemacht. Mit diesen Übungen haben wir schon guten Trainingsreiz dafür geschaffen, dass der ganze Rücken sich von oben bis unten wohlfühlt. Jetzt machen wir noch eine Krönung zum Abschluss, nämlich eine Faszienrollmassage, um das ganze Gewebe. Du musst wissen, wo keine Bewegung ist, ist kein Stoffwechsel oder zumindest geminderter Stoffwechsel. Und den wollen wir wieder anschieben, damit die ganzen Abfallstoffe in Bewegung kommen, damit die ganzen Nährstoffe an die Zellen drankommen. Dafür nehmen wir die Medi-Rolle. Wenn du die nicht hast, dann lauf mal schnell in die Küche und hol dir eine volle Wasserflasche aus Plastik. Nicht aus Glas bitte, aus Plastik. Ja? Und jetzt, je nachdem, was du hast, nimmst du deine Flasche oder die Medi-Rolle und setzt dich drauf. Und jetzt ist es wichtig, dass die Rolle schön ausgerichtet ist, dass sie nach vorne zeigt. Jawohl. Und jetzt gehst du langsam immer weiter nach vorne. Ja, nicht zu schnell, schön langsam. Wir rollen immer nur in eine Richtung, nämlich von unten Richtung Herz. Und dort ungefähr kannst du schon anfangen, tiefer zu gehen. Hältst dich auf den Ellbogen und rollst dann immer weiter. Ich bin schon. Jawohl. Oh, oh.
Genau, genau. Und die Füße stützen dich so ab, dass du es gut ausbalancieren kannst. Jawohl. Immer weiter, ganz intensiv. Ja, du merkst, wie intensiv das ist, aber da kommt jetzt Bewegung rein. Ich kurble ganz schön an, die Zellen. Bisschen langsamer, ist ein bisschen zu schnell. Jawohl. Über die Brustwirbelsäule. Und jetzt darauf achten, dass du nicht zu schnell praktisch abrutscht, wenn die Brustwirbelsäule vorbei ist und die Halswirbelsäule kommt. Ganz langsam, ganz langsam. Okay. Ja, weiter, weiter, weiter. Und du kannst dich ruhig ablegen jetzt vielleicht schon, dass es keinen Ruck gibt. Mit dem Rücken auflegen, genau. Und jetzt greifst du nach der Rolle, setzt dich auf, setzt sie oben an, weil für die Halswirbelsäule wollen wir das ja auch machen, und rollst nochmal hier hinten runter. Ja, nochmal runter. Und du zu Hause machst mit, ja? Richtig schön nochmal runterrollen. Bisschen schneller, ist ein bisschen zu langsam jetzt, ja? Immer weiter nach unten, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann gibt es einen Punkt, da wird es schwer, mit den Armen nach hinten zu greifen. Aber da ist dann auch die Halswirbelsäule zu Ende. Und dann ist gut. Hier. Wunderbar gemacht. Und den gleichen Effekt, den du eben bei dieser anspruchsvollen Übung hattest, den hast du jetzt, indem du den Rückenretter unter die Brustwirbelsäule legst. Und damit das für deine Wirbelsäule sich super gut anfühlt, noch ein kleines Detail für dich, haben wir hier eine Rille reingemacht. Da liegen deine Dornfortsätze und es fühlt sich besser an. Und solange du den noch nicht hast, nimmst du einfach ein paar Bücher, legst vielleicht einen Topflappen drauf, damit es ein bisschen weicher wird und kannst auch, das sind alles Übungen für abends, ja, abends, Feierabend, ausruhen, auf den Schlaf vorbereiten. Wenn du auf diesen Rettern vorher liegst, bevor du schläfst, hast du gute Chancen, einen wesentlich besseren Schlaf zu haben. Momentan läuft eine Weihnachtsaktion, in der du das sogenannte Rückenpaket, das sind diese 3 Hilfsmittel, die Übungsschlaufe, der Rückenretter und das Faszien-Rollmassage-Set, in einem Package zum unschlagbaren Preis bekommen kannst. Klicke mal unter dem Video, dann kommst du direkt drauf. Hier oben findest du ein weiteres Video zum Thema Rückenschmerzen. Und wenn du hier unten klickst, dann abonnierst du unseren Kanal. Und das ist nötig, wenn du ihn noch nicht abonniert haben solltest, weil du willst ja kein Video verpassen, oder? Unbedingt abonnieren. Ciao. Tschüss.